da stehen am Seitengang, an jeder Seite, und der Zug aus München kommt oben auf dem ersten Bahnsteig, 15 oder so, musste man Treppen raufgehen und oben abholen. So, stehen an jeder Seite zwei im Ledermantel und rauchten Zigaretten. Nicht, dass die jemand abholten. Und da ist mir das Herz so in die Hosentaschen gerutscht, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, komm, wir sagen der Ulrich, er soll gar nicht hier aussteigen. Um Gottes Willen, er soll hier ja nicht aussteigen. Wie haben Sie das empfunden? 1989, die Türen gingen auf. Waren Sie vorher schon bei Ihrem Sohn? Ja, ich bin ja 83, bin ich ja Rentnerin geworden. Und da konnte ich ja gleich fahren. Und da war ich natürlich, ja. Und dann 89, ja, dass ich da viel älter. Und 88 waren wir beide zusammen mit meinem Mann in Köln, das habe ich auch schon erzählt, in Köln zu einer Hochzeit, entfernte Verwandte von meinem Mann, zu einer Hochzeit, und da hatte der Sohn dann gleich Geld geschickt. Das heißt, er hatte noch seine Wohnung und seine jetzige Frau hatte eine Wohnung, und da haben wir dann sind wir dann nach München gefahren mit dem Zug, und da waren wir doch eine Woche in München, und der Sohn hat uns da gleich in Umschlag 500 Mark reingelegt. Da hat er ja auch noch nicht viel verdient, da war ja noch 88, schauen Sie mal an, der ist ja erst, warten Sie mal, 83, ja, da war er immer noch in der Sozietät oder überhaupt, ja, in der Sozietät, da mit einem Kollegen zusammen. Nee, das hat er gleich gemacht. Und wann ist Ihr Sohn das erste Mal? Mein Sohn war schon vor der Wende das erste Mal hier. Und zwar hatte er erfahren, dass wenn man übers Reisebüro hier ein Interhotel bucht in Dresden, dass das Interhotel dann die Einreise an die Grenze schickt und dass man dann gar keine Schwierigkeiten hat. Und das hat er dann auch gemacht. Und da hat er hier dann im Hilton, oder was war denn das da drüben, in der Neustadt drüben, Hilton. Das Bellevue. Das Bellevue, ja. Da hatte er gebucht und da. Was hätte ihm denn Ihrer Meinung nach passieren können? Das abholen und ihm noch was vorwerfen hier, die Republikflucht vorwerfen, nicht? Denn, das habe ich noch nicht erzählt, also das war, glaube ich, dann schon 87, wo er dann hier war. Und nachdem er dann das erste Mal übers Reisebüro da war, habe ich versucht, einen Antrag zu stellen, dass er mal kommen darf zu Weihnachten. Und der Antrag ist genehmigt worden, und das ist 88 gewesen, Weihnachten 88. Und da ist er mit dem Zug gekommen, selbstverständlich. Und da war Folgendes. Der ist am ersten Feiertag abends hier mit diesem Zug, der nach Görlitz fährt, auch der gegen abends ankommt. Und mein Enkelsohn, der war damals 15 oder 16 oder so ungefähr, mein Mann und ich und der Enkelsohn, wir sind zusammen zum Bahnhof gefahren, ihn abholen. Und wir steigen am Bahnhofsvorplatz aus, da war ja damals noch der Parkplatz vorne, ja, und gehen an den Seitengang rein. Da stehen am Seitengang, an jeder Seite, und der Zug aus München kommt oben auf dem ersten Bahnsteig, 15 oder so, musste man Treppen raufgehen und oben abholen. So, stehen an jeder Seite zwei im Ledermantel und rauchten Zigaretten. Nicht, dass die jemand abholten. Und da ist mir das Herz so in die Hosentaschen gerutscht, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, komm, wir sagen der Ulrich, er soll gar nicht hier aussteigen. Um Gottes Willen, er soll hier ja nicht aussteigen. Also, wir sind raufgegangen, der Zug kam an und wir sind die Treppen runtergegangen, da standen die so ein bisschen im Bahnhof dann drin, so ein bisschen von uns weg und haben uns beobachtet. Und da hatte ich so viel Angst, dass ich die 2 Tage oder 3 Tage, die er hier war, nicht eine Minute schlafen konnte, keine Ruhe hatte. Da hatte ich so viel Angst, dass hätte ja nur wegen Republikflucht sein können. Das habe ich gar nicht erzählt gehabt. Das war nochmal, also, und da hatten ja auch meine Verwandten gesagt, du bist ja nicht gescheit, wie kannst du den Jungen nach Dresden kommen lassen und so. Und er wollte aber auch gerne. Er hatte auch ein bisschen Heimweh. Der wollte auch gerne, nicht? Ich habe ja vorher gefragt, willst du auch wirklich? Ja, er möchte Weihnachten mal hier sein. Aber es ist ja Gott sei Dank gut gegangen alles. Und dann kam ja 89. Und da waren sie natürlich dann Weihnachten gleich wieder da.
Ja.